Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Hause Stefan Tschech Filmproduktion. Heute geht es um den Zacuto EVF, Electronic Viewfinder. Im Prinzip ist das eigentlich nur ein kleiner Monitor, auf dem über das HDMI-Kabel aus der Kamera das Live-Bild übertragen wird. Also das Bild, das ich normalerweise auch hinten auf der Kamera auf dem Display sehe. Was daran jetzt so Besonderes ist, dass die halbe Welt, jedenfalls die Welt, die sich für das Filmen mit der DSLR interessiert, gewartet hat, dazu kommen wir gleich. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Als die DSLR-Kameras angefangen haben, filmen zu lernen, haben sie auf der einen Seite wunderschöne Bilder produziert, auf der anderen Seite war die ganze Ergonomie der Kameras wirklich nicht optimiert dafür, damit zu filmen. Das heißt, also entweder man ist wie ein Zombie-Fotograf mit ausgestreckten Händen durch die Gegend gelaufen, oder man hatte schön das Ganze auf einem Stativ vor sich platziert und konnte wunderbar von hinten auf das Display gucken. Das Betrachten dieses Displays auf der Rückseite der Kamera ist gerade bei starker Sonneneinstrahlung sowieso recht schwierig. Abgesehen davon erfordert es eine ganze Menge Fingerspitzengefühl und schon recht gute Augen, um die Schärfe genau einzustellen. So war das ein Segen, als endlich die Leute auf die Idee kamen, Display-Lupen zu bauen. Also Lupen, die hinten auf das Display aufgesetzt wurden und man dann dementsprechend abgeschattet sein Display betrachten konnte. Es sind schon ein paar Tage ins Land gegangen und es gibt auch einige Display-Lupen auf dem Markt. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass die teuerste immer noch die beste ist, und das ist und bleibt der Setfinder von der Firma Zacuto. Die US-Boys sagen Seafinder, ich habe mich einfach auf Setfinder eingeschossen. Der Setfinder hat eine Dreifachvergrößerung, das heißt, ich sehe sogar die Pixel auf dem 920.000 Pixel starken Display auf der Rückseite, der 5D zum Beispiel, und kann hier schon recht gut die Schärfe einstellen. Allerdings habe ich den Nachteil, dass ich immer direkt hinter der Kamera stehen muss. Das bedeutet, ich bin in einer Linie mit der Kamera. Benutze ich die Kamera allerdings mit einem Target-Shooter, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann habe ich hier die optimale Position, nämlich die Kamera mit dem Schwerpunkt über meiner Hand und den Setfinder direkt als Verlängerung von Kamera zu meinem Auge. Anders bei einer Schulterstütze. Hier sollte der Schwerpunkt der Kamera, des ganzen Systems der Schulterstütze, relativ nah an der Schulter liegen. Liegt es zu weit vorne, ist es zu stark belastend für den Rücken. Es muss mit Gegengewicht gearbeitet werden. Also optimal wäre es eigentlich, wenn die Schulter genau unter der Kamera wäre. Nur das ist natürlich nicht möglich, wenn ich hinter der Kamera stehen muss, um mein Bild zu betrachten. Zum ersten Mal habe ich vom Zacuto EVF gehört, als ich 2010 auf der IBC in Amsterdam war. Am Stand von Zacuto habe ich Jens Bogenhagen und Mandy Rogers getroffen, und es war schon etwas durchgesickert, dass Zacuto zu der Innovation des Seafinders noch etwas Spezielles auf Lager hatte. Und Jens erzählte mir davon, dass sie einen kleinen Monitor bauen wollen, der so ziemlich alles bietet, was eigentlich für die gute Beurteilung am Bild während der Aufnahme an einer DSLR-Kamera fehlt. Und dass der Clou dabei ist, dass man den Setfinder draufsetzen kann und abnehmen kann. Also abgenommen ist ein ganz normaler 3,2 Zoll Monitor, oder man setzt ihn auf und hat dementsprechend wieder seine Displaylupe im Einsatz. Über verschiedenste Anschlussmöglichkeiten ist dieser Monitor nahezu überall zu befestigen. Ob zum Beispiel direkt an der Kamera oben auf dem Blitzschuh oder an einem kompletten Rig an die Seite angebracht. Es gibt Dutzende Möglichkeiten, und der Viewfinder kann so nun genau so eingerichtet werden, wie es für den Kameramann am besten zu benutzen ist. Jeder, der mal hinter der Kamera gestanden hat, wird merken, dass es eigentlich recht schön ist, wenn man leicht schräg nach unten schauen kann, als wenn man nur gerade von hinten durch die Kamera schaut. Und genau so kann man sich den Viewfinder jetzt einrichten und ihn auch benutzen. Aber was bietet uns der Zacuto EVF noch, außer dass ich sozusagen mein Display nun frei schwenken kann, frei einrichten kann? Genau das ist der Punkt.
Der IWF hat eine höhere Auflösung als das Display auf der Rückseite der DSLR-Kameras. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gerade bei der 5D Mark II ist ja das große Problem, sobald ich auf Record drücke, sinkt die Auflösung und auch die Auflösung, die über HDMI ausgegeben wird, sinkt von 1080 auf 480p. Aber Zacuto hat sich dabei was gedacht. Und zwar haben sie die Pitch, den Abstand zwischen den einzelnen Pixeln, kleiner gemacht, bei einer gleichzeitig höheren Auflösung. Dadurch erscheint das Bild nicht so pixelig, als wenn ich den Setfinder direkt auf das Display der Kamera aufsetze. Das führt natürlich ganz klar dazu, dass ich mein Bild wesentlich besser beurteilen kann, was die Schärfe angeht. Doch neben der optimalen Ergonomie zum Filmen fehlt den DSLR-Kameras bis heute noch einige andere Sachen. Zum Beispiel praktische Helfer für die Aufnahme mit den Kameras, zum Beispiel das Peaking und das Zebra. Das Peaking ist eine Kantenanhebung, die dafür sorgt, dass feine Linien etwas herausgehoben wird. Das Ganze wirkt etwas überzeichnet, hilft aber dem Kameramann genau zu beurteilen, liegt meine Schärfe da, wo ich sie hinhaben möchte. Der IWF von Zacuto bietet eine solche Peaking-Möglichkeit und das ist natürlich super klasse, weil gerade bei einem 480p-Bild ein 5-mal höher aufgelöstes HD-Bild zu beurteilen, ist schon recht schwierig. Des Weiteren eine wirklich tolle Geschichte ist das Zebra. Das Zebra ist eine Funktion, die eine Überstrahlung, eine Überbelichtung im Bild anzeigt. Ganz wichtig zum Beispiel bei Hauttönen, die sind relativ kritisch zu beurteilen über das Display. Und gerade bei starkem Sonnenlicht ist es immer etwas schwierig zu entscheiden, ist mein Hautton noch substanziell oder ist es einfach schon ausgebrannt. Und auch hier hilft das Zebra. Ein weiteres nettes Feature, das ich persönlich auch sehr schätze, ist das Pixel-to-Pixel-Zoom. Das bedeutet, auf Knopfdruck zoomt der IWF in das Bild hinein. Und zwar vergrößert er im Pixel-zu-Pixel-Verhältnis. Dazu addiert kann ich nochmal mit der Kamera über das Kameramenü um das 10-fache, also in 2 Schritten reinzoomen und komme somit auf eine höhere Vergrößerung, um meine Schärfe vor der Aufnahme zu kontrollieren. Der HDMI-Anschluss ist von der Canon in den Monitor kein Hexenwerk. Doch bis dato haben alle Monitore ein Problem in dem Augenblick, wenn die Kamera auf Record schaltet. Also in dem Augenblick, wo ein Monitor angeschlossen ist und ich die 5D Mark II starte, Aufnahme drücke, in dem Augenblick dauert es teilweise bis zu 2 Sekunden, bis ich überhaupt erst wieder ein Bild auf dem Monitor sehe. Wie auch immer Zacuto das gezaubert hat, es dauert weniger als eine halbe Sekunde, nachdem ich Record gedrückt habe und das Bild auf dem Monitor zu sehen ist. Echt eine gute Geschichte. Noch ein sehr, sehr wichtiges Feature, dieser Monitor ist updatefähig. Er hat eine USB-Schnittstelle, nur dafür gedacht, um etwaige Updates einzuspielen. Und die Möglichkeit, einen Monitor nachträglich über Updates auf den neuesten Stand zu bringen oder vielleicht sogar Features nachzureichen, ist wirklich erwähnenswert. 3 frei belegbare Tasten geben mir 3 Preset-Möglichkeiten. Auf meiner ersten Taste liegt mein Peaking, auf der zweiten das Zebra und auf der dritten das Pixel-to-Pixel-Zoom. Das bedeutet, ich brauche nicht extra ins Menü zu gehen, sondern kann diese Funktion direkt aufrufen und das erleichtert natürlich das Arbeiten immens. Was man auf jeden Fall einstellen sollte, ist das Scaling. Das Scaling steht defaultmäßig auf Auto. Allerdings habe ich festgestellt, an meiner 5D Mark II von Canon wird nicht das ganze Bild benutzt. Und deshalb stelle ich einfach die gewählte Kamera ein. Es sind eine ganze Menge Kameras schon voreingestellt. Also Canon-Kameras, so ziemlich alles, was an DSLR filmen kann. Nikon-Kameras, auch andere Kameras, Videokameras sind sogar schon voreingestellt. Man sollte das deswegen machen, weil alle Kameras ihre teilweise recht unterschiedlichen Einstellungen bedarfen. Wenn man den IWF auspackt, hat man in der Kiste eigentlich alles, was man braucht, um sofort loslegen zu können. Es ist der IWF, es ist auf der Rückseite eine Klappe, die den Monitor, also die Oberfläche des Monitors schützt.
Es ist ein 18-Inch HDMI-Kabel dabei, und zwar auf der einen Seite Mini-HDMI, passend für die DSLR-Kameras, auf der anderen Seite ein normal großer HDMI-Stecker. Und der ist rotierbar und knickbar. Das heißt, man braucht keine Angst zu haben, dass durch dieses Kabel irgendwie ein größerer Druck auf die Buchse ausgeübt wird, sondern man kann es sich wirklich so schön hindrehen, dass es passt. Dabei ist auch eine Halterung für den Blitzschuh der Kamera. Die ist absolut in Ordnung. Mit dem kleinen Kugelkopf kann ich dementsprechend meine Neigung verstellen, um zum Beispiel die Kamera mir leicht vom Bauch zu halten und von oben auf den Monitor zu schauen. Eine sehr stabile, ruhige Haltung, die eigentlich auch angenehmer ist, als mit teilweise überstrecktem Nacken von hinten ins Display zu schauen. Ein vollgeladener Akku gehört mit dazu. Dieser Akku ist nahezu identisch mit den Original-Akkus der Canon-Kameras. Allerdings passt dieser Akku nicht auf das Ladegerät, das von Canon kommt. Aus dem Grund hat Zacuto ein eigenes Ladegerät dazugelegt. Einziger kleiner Knackpunkt ist, man hat hier ganz clever gearbeitet. Dieses Ladegerät, das Zacuto dazulegt, hat kein Kabel oder auch keinen Kabelanschluss, sondern einen direkten Stecker, natürlich einen US-Stecker. Man benötigt also hier in Europa dementsprechend einen kleinen Adapterstecker, um diesen US-Stecker an die Strombuchse anschließen zu können. Eine kleine Tasche ist dabei, die notfalls auch den Monitor aufnimmt, und ein kleines Putztuch, natürlich mit dem Logo von Zacuto drauf. Ich habe den Monitor erst seit gestern und noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, ihn zu benutzen, aber vom ersten Eindruck her hat es sich gelohnt zu warten. Es waren fast 8 Monate, die wir jetzt auf den Monitor gewartet haben, und es gibt so einen oder anderen, die da draußen immer noch warten müssen, noch ein paar Wochen vielleicht sogar. Aber ich kann nur sagen, freut euch drauf, es lohnt sich und ihr werdet ihn lieben. Ich hoffe, auch diesmal war der Podcast informativ und interessant gestaltet. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Tschech.